Hallo und herzlich willkommen. Vielleicht verstehst du schon viel Deutsch, aber wenn du sprechen willst, fühlst du dich unsicher. Du möchtest reden, aber es geht nur langsam. Die Wörter kommen nicht automatisch. Du machst Fehler und du weißt nicht genau warum. Ich verrate dir etwas. Mir ging es genauso. Als ich mit Deutsch angefangen habe, hatte ich eine schlechte Angewohnheit. Eine wirklich schlechte Angewohnheit. Immer wenn jemand Deutsch gesprochen hat, sprang mein Kopf sofort in meine Muttersprache. Bevor ich antworten wollte, habe ich alles übersetzt. Wort für Wort. Und erst danach habe ich versucht zu sprechen. Aber wenn ich den Mund geöffnet habe, war es meistens zu spät. Der Moment war vorbei. Die Leute schauten mich an. Sie warteten. Und ich? Ich fühlte mich wie eingefroren. Langsam. Blockiert. Manchmal kam ein Satz. Manchmal blieb ich still. Oft habe ich nur ein unsicheres Lächeln gezeigt. Oder ich habe kurz genickt. Doch innerlich war ich voller Zweifel. Es war schwer. In der Schule, im Laden, auf der Straße, sogar im Internet. Jedes Mal, wenn ich Deutsch gehört oder gelesen habe, wurde ich nervös. Ich wollte reagieren, ich wollte sprechen, aber es ging nicht. Mein Deutsch klang brüchig, es fühlte sich kaputt an. Und irgendwie fremd, nicht wie ich selbst. Ich erinnere mich an eine Szene in der Pause. Ich stand mit meinen Klassenkameraden. Eine Mitschülerin aus Deutschland sprach fließend Deutsch. Sie fragte mich: »Was isst du gern zum Frühstück?« So eine leichte Frage. In meiner Muttersprache hätte ich sofort geantwortet. Ich wollte sagen: »Ich esse gern Brot mit Käse und trinke Kaffee.« Aber die Wörter blieben stecken. In meinem Kopf war nur: »Ich esse Brotkäse, ich trinke Kaffee gerne.« Oder eine andere Situation. Im Bus. Ein Mann neben mir fragte: »Wo ist die nächste Haltestelle?« Auch das war einfach. In meiner Sprache hätte ich sofort gewusst, was ich sagen muss. Die nächste Haltestelle ist beim Bahnhof. Aber mein Kopf war leer. Da war nur: Haltestelle Bahnhof. Nächste dort. Meine Stimme zitterte. Die Sätze waren falsch. Die Leute haben gelächelt. Nicht böse, nicht um mich auszulachen. Aber trotzdem habe ich mich klein gefühlt. Es war mir peinlich. Ich habe mich schuldig gefühlt. An diesem Abend war ich sehr traurig. Ich stand vor dem Spiegel und fragte mich: Warum kann ich nicht sprechen? Ich kannte die Wörter, ich kannte die Grammatik, ich habe jeden Tag gelernt. Und trotzdem war ich stumm, wenn ich sprechen wollte. Dann habe ich verstanden. Das Problem war nicht mein Gedächtnis, nicht mein Kopf. Das Problem war, ich habe ständig übersetzt. Ich dachte, Übersetzen hilft. Aber die Wahrheit war, Übersetzen machte alles schwerer. Ich wurde langsam. Ich zweifelte. Ich verlor das Vertrauen in mich selbst. Mein Kopf musste zu viel gleichzeitig machen, übersetzen, kontrollieren, verbessern. Am Ende war ich nur verwirrt. Ich dachte nicht auf Deutsch. Ich übersetzte nur. Und das war ein Fehler. An diesem Abend habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich höre auf zu übersetzen. Ich suche einen anderen Weg. Ich wusste, es wird nicht leicht. Ich werde Fehler machen. Aber ich war bereit, das Risiko zu nehmen. Ich wollte auf Deutsch denken. Ich wollte auf Deutsch leben. Vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht übersetzt du auch jedes Wort im Kopf. Vielleicht fühlst du dich auch oft blockiert. Dann will ich, dass du etwas weißt. Du bist nicht allein. Ich verstehe deine Angst, deine Unsicherheit. Aber ich weiß auch, du kannst dich verändern. Und du kannst heute damit beginnen. Das Problem zu erkennen, das ist der erste Schritt,
Und wichtig: Das Problem bist nicht du. Das Problem ist nur die Gewohnheit, alles zu übersetzen. Im nächsten Kapitel erkläre ich dir, warum Übersetzen nicht gut ist und was dein Gehirn wirklich braucht, um Deutsch zu lernen. Bleib unbedingt bis zum Ende hier, denn ich verspreche dir, wenn du diese Tipps kennst und ausprobierst, wirst du freier und sicherer sprechen. Stell dir vor, wie schön es ist, wenn die Wörter einfach kommen. Ohne Blockade, ohne Stress. Schritt für Schritt kannst du das erreichen. Schreib mir gern in die Kommentare, aus welchem Land du kommst und warum du Deutsch lernst. Es macht mich sehr froh zu sehen, woher alle sind, die hier mit mir Deutsch lernen. Und wenn dir dieses Video gefällt, gib mir bitte ein Like. So weiß ich, dass du motiviert bist, weiterzumachen, und ich kann noch mehr Videos für dich machen. Also bleib bis zum Ende dabei, hör gut zu und schau dir das ganze Video an. Deine Probleme mit dem Übersetzen können bald vorbei sein, und schon bald wirst du merken, wie dein Deutsch besser und leichter wird. Kapitel 1: Übersetzen stoppt dein Denken. Im letzten Kapitel habe ich dir von einem großen Problem erzählt: dem Übersetzen. Wahrscheinlich kennst du das auch. Du hörst einen Satz auf Deutsch, du möchtest gern antworten, aber in deinem Kopf suchst du zuerst nach den Wörtern in deiner Muttersprache. Dann versuchst du sie ins Deutsche zu übersetzen. Und während du das tust, vergeht die Zeit. Der Moment ist vorbei und am Ende sagst du nichts. Das macht dich traurig oder unsicher, weil du das Gefühl hast, dass du nicht richtig sprechen kannst. Aber warum ist das so schwer? Warum blockiert dein Kopf genau in diesem Moment? Ich erkläre es dir mit einem Bild. Stell dir vor, du stehst an einem breiten Fluss. Auf der einen Seite ist deine Muttersprache. Auf der anderen Seite ist die deutsche Sprache. Wenn du schnell rüber möchtest, brauchst du eine direkte Brücke. Du denkst sofort auf Deutsch, du sprichst sofort auf Deutsch. Alles ist schneller, einfacher, fließender. Doch wenn du übersetzt, dann gibt es keine Brücke. Du musst einen langen Umweg nehmen. Erst steigst du in ein kleines Boot, dann gehst du durch einen dunklen Tunnel, dann kletterst du über einen Berg. Es ist mühsam, langsam und anstrengend. Manchmal verlierst du sogar die Orientierung. Dein Gehirn mag solche komplizierten Wege nicht. Dein Kopf sucht immer nach der einfachsten Lösung. Wenn du ein Wort brauchst, soll es direkt auf Deutsch da sein, ohne Übersetzung. Das fühlt sich leicht an, so wie ein kurzer Weg ohne Hindernisse. Aber Achtung, das passiert nicht über Nacht. Es ist keine Zauberei, es ist eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten entstehen Schritt für Schritt, mit Geduld, mit Wiederholung und mit Zeit. Eine Sprache sprechen bedeutet nicht nur, Wörter zu kennen oder Grammatikregeln zu verstehen. Eine Sprache sprechen bedeutet auch, Wörter schnell zu benutzen, ohne lange zu überlegen. Denk an deine Muttersprache. Du überlegst nicht, ob das Verb am Ende steht, ob der Artikel richtig ist oder ob die Endung passt. Du sprichst einfach. Du lebst deine Sprache. Du atmest sie. Und genauso sollte es auch mit Deutsch sein. Mach dir keine Sorgen. Ich sage nicht, dass du deine eigene Sprache vergessen sollst. Deine Muttersprache ist wichtig. Sie gehört zu dir.
Sie ist Teil deiner Identität. Aber wenn du fließend Deutsch sprechen möchtest, musst du in deinem Kopf Platz schaffen für etwas Neues. Einen Ort, an dem du auf Deutsch denkst, auf Deutsch träumst und auf Deutsch sprichst. Und dafür musst du nach und nach aufhören zu übersetzen. Es hilft, wenn du Wörter mit Bildern, Geräuschen oder Gefühlen verbindest, nicht mit Wörtern aus deiner Sprache. Stell dir zum Beispiel vor, du lernst das Wort Regen. Denk nicht sofort an das Wort in deiner Muttersprache. Hör lieber die Tropfen, wie sie auf das Fenster klopfen. Stell dir vor, wie du draußen stehst und das Wasser auf deiner Haut spürst. Vielleicht hast du einen Regenschirm in der Hand oder deine Haare werden nass. So wird das Wort lebendig in deinem Kopf. Genauso kannst du es mit dem Wort Apfel machen. Sieh den Apfel vor dir, rund und rot. Riech seinen frischen Duft. Spür, wie er knackig ist, wenn du hineinbeißt. So verbindest du das Wort direkt mit einem Bild, einem Geruch und einem Gefühl. Und noch ein Beispiel, das Wort Hund. Stell dir einen echten Hund vor, sieh, wie er rennt, hör, wie er bellt. Fühl sein Fell, vielleicht weich, vielleicht ein bisschen rau. Auf diese Weise lernst du Wörter wie ein Kind, nicht mit Übersetzungen, sondern mit echten Bildern, Geräuschen und Gefühlen. Und weißt du was? Auch du kannst so lernen. Nicht, weil du Anfänger bist, sondern weil diese Methode funktioniert. Kinder benutzen keine Wörterbücher, sie hören einfach zu. Sie schauen, sie wiederholen, sie spielen mit Sprache. Und nach wird alles natürlich. So passiert Lernen. Auch du kannst diesen Weg gehen. Egal, ob du schon lange in der Schule Deutsch lernst und viele Grammatikregeln kennst. Egal, ob du schon erwachsen bist oder ob du Angst vor Fehlern hast. Du kannst dich verändern. Du kannst deine eigene Brücke ins Deutsche bauen. Aber dafür musst du deinem Gehirn vertrauen. Du musst loslassen, ins Wasser springen, dich von der Sprache tragen lassen. Im nächsten Kapitel erzähle ich dir, wie ich selbst angefangen habe, auf Deutsch zu denken, obwohl ich noch viele Fehler gemacht habe. Ich zeige dir, dass es möglich ist, dass es sich gut anfühlt und dass es eine wunderschöne Erfahrung sein kann. Kapitel 2 Denk auf Deutsch. Fehler sind erlaubt. Als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, war ich sehr unsicher. Ich hatte Angst, den Mund zu öffnen. Angst, dass ich etwas falsch sage. Angst, dass die Leute über mich lachen oder denken, dass ich dumm bin. Oft habe ich lieber geschwiegen, auch wenn ich eigentlich etwas sagen wollte. Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Situation beim Bäcker. Die Verkäuferin fragte mich freundlich: »Möchten Sie noch etwas?« Ich wollte ein Brötchen sagen, aber ich hatte Angst, das Wort falsch auszusprechen. Auch habe ich nur gelächelt und den Kopf geschüttelt, obwohl ich eigentlich hungrig war. Aber eines Tages habe ich etwas Wichtiges verstanden. Man muss nicht perfekt sein, um auf Deutsch zu denken. Perfektion ist nicht der Anfang. Perfektion kommt erst viel später. Am Anfang habe ich wirklich viele Fehler gemacht. Die Verben, die Zeiten und die Artikel, alles war durcheinander. Manchmal war der Satz fast unverständlich, aber ich habe trotzdem eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich werde auf Deutsch denken, auch wenn es nicht richtig klingt, auch wenn es komisch ist. Auch wenn ich mich ein bisschen lächerlich fühle. Es ist egal.
Warum habe ich das entschieden? Weil auf Deutsch Denken mehr ist als nur eine Fähigkeit. Es ist eine neue Art, die Welt zu sehen. Es ist eine Gewohnheit. Es ist eine bewusste Entscheidung. Und du kannst heute damit anfangen. Du musst nicht warten, bis du perfekt bist. Du musst nicht alle Wörter kennen. Du brauchst auch kein hohes Sprachniveau. Du musst einfach anfangen. Hier und jetzt. Schau dich mal in deinem Zimmer um. Siehst du den Stuhl? Sag in deinem Kopf, das ist ein Stuhl. Er ist blau, er ist bequem. Oder siehst du die Lampe? Denk, das ist meine Lampe, sie ist hell. Sie hängt an der Decke. Einfache Sätze, einfache Wörter, aber wichtig ist, alles auf Deutsch. Du kannst das auch mit Dingen draußen üben. Siehst du ein Auto? Sag dir, das Auto ist rot, es fährt schnell. Siehst du eine Katze? Denk, die Katze schläft, sie ist süß. Und weißt du was? Dein Gehirn wird sich daran gewöhnen. Es wird diesen neuen Rhythmus lieben. Nach und nach lernt es die Sprache automatisch zu benutzen. Irgendwann wirst du merken, du denkst schon auf Deutsch, ohne dass du es planst. Ich erinnere mich genau an mein erstes Mal. Ich war nicht zu Hause. Ich war in einem Café. Ich trank einen Kaffee und hörte die Stimmen der Menschen. Plötzlich kam ein Gedanke in meinem Kopf, ganz ohne Übersetzung. Ich muss später noch einkaufen. Ich war überrascht. Ich lächelte, weil mein Gehirn das ganz allein gemacht hatte. Ein anderer Moment war im Park. Ich saß auf einer Bank, die Sonne schien, und plötzlich dachte ich, das Wetter ist heute schön. Ohne Anstrengung, ohne Übersetzung. Einfach so. Das war ein magischer Augenblick. Ich wusste, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Nicht, weil meine Sätze perfekt waren, sondern weil ich angefangen hatte, in der Sprache zu leben. Und genau das kannst du auch erleben. Hab keine Angst vor Fehlern. Fehler sind nicht deine Feinde. Fehler sind wie kleine Lehrer. Sie zeigen dir, was du noch üben darfst. Jeder Fehler bringt dich einen Schritt weiter. Darum, fang an, auf Deutsch zu denken. Auch wenn du Fehler machst. Auch wenn du mal ein Wort vergisst. Auch wenn du einen Moment überlegst. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, die richtige Einstellung zu haben und mutig zu sein. Im nächsten Kapitel zeige ich dir, wie tägliches Zuhören auf Deutsch dein Gehirn verändern kann. Du wirst sehen. Zuhören ist wie ein Muskel im Körper. Wenn du ihn regelmäßig trainierst, wird er stärker und stärker. Dein Deutsch kann genauso wachsen, und das Training beginnt schon heute. Kapitel 3 Jeden Tag Deutsch hören. Möchtest du besser Deutsch sprechen? Dann habe ich einen sehr einfachen Tipp für dich. Hör jeden Tag Deutsch. Nicht nur einmal in der Woche, nicht nur in deinem Kurs oder in der Schule, sondern wirklich jeden Tag, auch wenn es nur wenige Minuten sind. Selbst 5 oder 10 Minuten können einen großen Unterschied machen. Stell dir vor, wie dein Gehirn sich an den Klang gewöhnt, wenn es die Sprache regelmäßig hört. Warum ist das so wichtig? Dein Gehirn muss Deutsch hören, damit es die Sprache versteht, fühlt und später auch sprechen kann. Es ist wie bei einem kleinen Kind. Ein Baby lernt keine Sprache mit dicken Grammatikbüchern, ein Baby hört einfach zu. Es hört die Stimmen der Eltern, es hört Laute, Wörter, Sätze. Nach und nach beginnt es, die Bedeutung zu verstehen. Genau das kannst du auch tun.
Auch wenn du erwachsen bist, auch wenn du manchmal denkst, es ist zu spät. Glaub mir, es ist nie zu spät. Dein Gehirn kann immer lernen, wenn du es regelmäßig trainierst. Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht jedes Wort verstehst. Das ist ganz normal und überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass du dich an den Klang gewöhnst, an den Rhythmus, an die Melodie und an die Aussprache. Stell dir vor, du hörst eine deutsche Serie oder ein einfaches Gespräch im Radio. Am Anfang klingt alles schnell und kompliziert. Aber wenn du es jeden Tag hörst, wird dein Ohr langsam besser. Dein Gehirn arbeitet im Hintergrund, auch wenn du es nicht merkst. Es verbindet Töne mit Bedeutungen, es speichert Wörter, es baut kleine Brücken in deinem Kopf. Und irgendwann kommt ein besonderer Moment. Du hörst einen Satz und plötzlich verstehst du ihn, ganz ohne Anstrengung. Du weißt nicht, wie es passiert ist, aber es funktioniert. Es fühlt sich fast magisch an, aber in Wirklichkeit ist es ganz normale Wissenschaft. Forscher haben bewiesen, dass dein Gehirn besser lernt, wenn du regelmäßig zuhörst. Es ist wie Training für deinen Kopf. Du kannst Deutsch hören, während du andere Dinge machst. Spül das Geschirr und hör einen einfachen Podcast. Fahr mit dem Bus und höre ein Hörbuch. Koch dein Abendessen und lass ein YouTube-Video laufen. Dein Gehirn hört mit und sammelt Wörter, auch wenn du nicht aktiv lernst. Nach und nach wirst du merken, dass du Sätze wiedererkennst, Redewendungen verstehst und leichter antworten kannst. Aber achte darauf: Höre Dinge, die zu deinem Niveau passen. Du musst keine schwierigen Nachrichten hören oder komplizierte Filme schauen. Besser sind einfache Geschichten, Podcasts für Anfänger oder kleine Dialoge aus dem Alltag. So bleibst du motiviert und verstehst immer ein bisschen mehr. Und das Wichtigste: Mach es jeden Tag. Es ist viel besser, 5 Minuten täglich zu hören, als 3 Stunden nur an einem Tag. Stell dir eine Pflanze vor. Sie braucht jeden Tag ein bisschen Wasser, dann wächst sie gesund. Wenn du sie aber eine Woche lang gar nicht gießt und dann auf einmal zu viel Wasser gibst, geht sie kaputt. Mit Sprachen ist es genauso. Auch hör jeden Tag ein bisschen Deutsch. Mach es entspannt, ohne Stress, nur für dich. Du wirst sehen. Dein Gehör wird besser. Die Wörter kommen schneller und dein Gehirn passt sich an. Schritt für Schritt wirst du sicherer. Im nächsten Kapitel spreche ich über etwas, das wir alle kennen: die Angst zu sprechen. Und ich zeige dir, wie du diese Angst langsam loslassen kannst, damit du mutiger wirst und endlich sagst, was du wirklich sagen willst.